Stell dir vor, du könntest einfach deinen Chat im ChatGPT öffnen und Fotos, PDFs bearbeiten oder visuelle Designs erstellen, ohne ihn verlassen zu müssen. Genau das hat Adobe jetzt möglich gemacht. Die Apps Adobe Photoshop, Adobe Acrobat und Adobe Express sind komplett in den ChatGPT integriert und das kostenlos. Im Video zeige ich dir praktisch, wie diese Integration funktioniert. ChatGPT darum bitten, den Hintergrund eines Fotos zu verwischen, bis hin zum Bearbeiten von PDFs und Erstellen von Grafiken für soziale Netzwerke. All das nur mit Textbefehlen. Aber vorher abonniere den Kanal. Und um die Videos ohne Werbung zu sehen, klicke einfach auf den Button Mitglied werden. Alles klar? Dann lass uns mit dem Video starten. Also Leute, heute möchte ich mit euch über diese Neuigkeit sprechen, die gerade von Adobe und OpenAI angekündigt wurde. Hört mal zu. Der ChatGPT kann jetzt kostenlos Adobe-Apps nutzen, um deine Fotos und PDFs zu bearbeiten. Du musst dem ChatGPT nur beschreiben, welche Änderungen du willst, und die Apps Photoshop, Acrobat und Express erledigen das für dich oder zeigen dir das nötige Werkzeug an. Wenn wir im Text weitermachen, bietet Adobe den Nutzern von ChatGPT neue Funktionen, um ihre Arbeiten zu erstellen und zu bearbeiten, ohne zwischen den Apps wechseln zu müssen. Die neuen Apps für Photoshop, Acrobat und Adobe Express werden heute, also gestern, direkt im ChatGPT veröffentlicht. Damit können die Nutzer Designs erstellen oder Fotos und PDFs anpassen, indem sie einfach beschreiben, was sie möchten. Die Adobe-Apps sind kostenlos und können aktiviert werden, indem du den Namen der App zusammen mit der hochgeladenen Datei und einer Anweisung im Chat eingibst. Hier geben sie dieses Beispiel an. Adobe Photoshop hilft mir, den Hintergrund dieses Bildes zu verwischen. ChatGPT-Nutzer müssen den Namen der App während desselben Gesprächs nicht erneut angeben, um weitere Änderungen vorzunehmen. Je nach Anweisungen können Adobe-Apps einen Namen anbieten, eine Ergebnisauswahl zur Verfügung stellen oder UI-Elemente bereitstellen, die der Nutzer manuell steuern kann, wie die Schieberegler in Photoshop, um Kontrast und Helligkeit anzupassen. Das ergänzen sie hier noch. Die ChatGPT-Apps bieten nicht alle Funktionen der Adobe Desktop Software. Sie sagen also, dass dort nur grundlegende Funktionen verfügbar sind. Für fortgeschrittene Funktionen musst du die App nutzen. Weiter geht's. Adobe behauptet, dass Photoshop es dir ermöglicht, bestimmte Bildbereiche zu bearbeiten, kreative Effekte anzuwenden und Bildeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast und Belichtung anzupassen. Der Acrobat im ChatGPT ermöglicht es dir, bestehende PDFs zu bearbeiten, sie zu komprimieren und andere Dokumente ins PDF-Format zu konvertieren. Außerdem kannst du Text oder Tabellen extrahieren und mehrere Dateien zusammenführen. Das sind also grundlegende Funktionen, die im ChatGPT verfügbar sind. Ich zeige dir gleich, wie du sie aktivierst. Und hier kommt die letzte Anwendung. Adobe Express ermöglicht es den Nutzern von ChatGPT, Designs zu erstellen und zu bearbeiten, wie Poster, Einladungen und Bilder für soziale Netzwerke. Alles im Design kann bearbeitet werden, ohne den ChatGPT zu verlassen, vom Austauschen von Text oder Bildern bis hin zum Ändern von Farben und dem Animieren bestimmter Bereiche. Wenn die Nutzer von ChatGPT mehr Kontrolle über das im Chatbot begonnene Projekt wünschen, können diese Fotos, PDFs und Designs direkt in den nativen Adobe-Anwendungen geöffnet werden, um genau dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Deshalb haben sie diese Integration gemacht. Ich weiß nicht, ob es für alle Konten verfügbar ist. Ich habe ein Pluskonto, das kostet $20 im Monat und dort wird es schon angezeigt. Es ist also bei den Verbindungen zu finden. Ich zeige es dir gleich. Ich weiß nicht, ob das schon für kostenlose Konten verfügbar ist. Die Einführung erfolgt schrittweise. Also, wenn es noch nicht angezeigt wird, kann es sein, dass du diese Verbindungen schon hast, um die Adobe-Apps im ChatGPT zu nutzen. Alles klar? Also, ich zeige euch jetzt, wie ihr die Verbindungen aktiviert. Also, wenn du dich hier in deinem ChatGPT-Konto anmeldest, musst du zu deinem Profil gehen, auf Einstellungen klicken und dann auf Apps und Verbindungen. Wahrscheinlich werden bei dir Adobe Acrobat, Adobe Express und Adobe Photoshop nicht angezeigt. Warum? Sie werden hier unten sein. Und dann musst du auf sie klicken, um die Verbindung herzustellen. Wenn du das versuchst, verlangt er, dass du ein Konto bei Adobe hast. Ich habe ein kostenloses Adobe-Konto, meine E-Mail und mein Passwort eingegeben und alles hat funktioniert. Ob das später kostenpflichtig wird, weiß ich nicht. Aber zumindest im Moment konnte ich mit meinem kostenlosen Adobe-Konto sowohl Adobe Acrobat als auch Adobe Express und auch Adobe Photoshop verbinden. Und um das zu machen, ist es ziemlich einfach. Ich mache das jetzt mal mit irgendeinem von denen hier, zum Beispiel Stripe. Du klickst drauf und dann erscheint dieser Button hier zum Verbinden. Automatisch wirst du auf die Seite des Tools weitergeleitet.
Du gibst deine Zugangsdaten ein und danach wird die Verbindung automatisch hergestellt. Sobald das erledigt ist, erscheint deine verbundene App hier in dieser Liste. Sobald diese Verbindung hergestellt ist und du hier auf das Pluszeichen klickst, gehst du wieder auf die Option Mehr und hier werden die verbundenen Apps bereits angezeigt. In meinem Fall sind das hier Acrobat, Express, Photoshop, Canva und Figma. Also, los geht's. Fangen wir mit Adobe Photoshop an. Wenn ich hier Adobe Photoshop eingebe, erscheint der Connector direkt darunter. Dann mache ich Folgendes. Adobe Photoshop, hilf mir, den Hintergrund dieses Bildes unscharf zu machen. Ich lade das Bild hoch, sende den Befehl ab, die App wird verbunden. Fertig. Der Hintergrund ist schon unscharf. Hier habe ich diese Regler, mit denen ich den Effekt verstärken oder abschwächen kann, wenn ich darauf klicke. Sieh mal, wie cool das ist. Gefällt mir das Ergebnis, klicke ich auf diesen Button und lade es auf meinen Computer herunter. Noch etwas. Ich kann das Gespräch fortsetzen. Jetzt entferne den Hintergrund und ich schicke es ab. Beachte, diesmal musste ich Adobe Photoshop nicht mehr erwähnen, da er es im gleichen Chat schon verstanden hat. Und schau mal, er hat den Hintergrund hier schon für mich entfernt. Ich habe hier auch die Option für weitere Einstellungen, aber jetzt wird nichts angezeigt, weil ich den Hintergrund schon entfernt habe. Aber ich kann es direkt in Photoshop öffnen, indem ich hier auf diesen Button klicke. Er öffnet es direkt in der Online-Version von Photoshop. Mit meinem kostenlosen Konto kann ich es problemlos nutzen. Jetzt zeige ich euch ein weiteres Feature von Adobe Acrobat zur PDF-Bearbeitung. Ich starte eine neue Unterhaltung und habe Adobe Acrobat bereits geschrieben. Der Connector ist verlinkt. Doktor, schau mal, worum ich hier bitte. Adobe Acrobat, hilf mir, diese Dateien zu einer einzigen PDF für mein Vorstellungsgespräch zusammenzufügen. Ich werde den Befehl senden, ohne die Dateien anzuhängen. Die Anwendung öffnet sich automatisch, damit ich Dateien einfügen kann. Ich klicke auf Dateien durchsuchen, wähle Dateien aus und dann auf Öffnen. Fertig. Datei Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wenn ich möchte, kann ich unten noch mehr hinzufügen. Oder ich kann einfach fortfahren. Sieh mal, er hat die 3 Dateien für mich eingefügt und sagt dazu Folgendes. Die Adobe Acrobat Benutzeroberfläche ist geöffnet, damit du die 3 Dateien für dein Vorstellungsgespräch zu einer PDF zusammenführen kannst. Was mache ich jetzt? Ich ordne sie richtig. Du musst sie einfach nur ziehen und schon änderst du automatisch die Reihenfolge. Wenn du fertig bist, klickst du einfach hier, um sie zu kombinieren. Und während er das hier macht, erscheint schon die Option. Wenn ich noch etwas anpassen, umbenennen, komprimieren oder das finale PDF prüfen soll, gib Bescheid. Er hat die 3 Dateien übernommen. Er hat sie in eine Datei umgewandelt. Im Seitenmenü gibt es einige Grundfunktionen. Ich kann auswählen, verschieben, einen Kommentar hinzufügen, Text hinzufügen, markieren, unterstreichen, durchstreichen, die Farbe zum Hervorheben auswählen und sogar die Dicke der Markierung hier einstellen. Jetzt kann ich diese Funktion nutzen, um Text im PDF zu bearbeiten. Ich sage, hilf mir, das PDF zu bearbeiten. Ich habe angegeben, dass ich den Text ändern möchte und werde es absenden. Jetzt wähle ich hier aus, was ich löschen möchte. Die Option erscheint schon, Text kopieren oder Text bearbeiten und formatieren. Ich wähle hier Bearbeiten aus. Und hier, wo professionell steht, werde ich es löschen. Und ich werde Berufserfahrung schreiben. Und beachte, dass ich hier an der Seite ein komplettes Bearbeitungsmenü habe. Also kann ich die Schriftart ändern, den Text im Blocksatz ausrichten, kursiv, fett oder unterstrichen machen. Ich kann Text hinzufügen und auch ein Bild einfügen, indem ich hier auf diesen Button klicke. Dann lade ich das Bild hoch und füge es automatisch in mein Dokument ein. Fertig! Er hat das Einfügen hier abgeschlossen. Dann kann ich es neu positionieren, die Größe ändern und an die Seite setzen. Diese Funktion ist also genial, weil du ein komplettes Werkzeug hast, um dein PDF zu bearbeiten, ohne den Chat-EPT verlassen zu müssen. Nachdem du die Änderungen vorgenommen hast, musst du einfach hier auf Speichern klicken. Es erscheint eine Meldung, dass es erfolgreich gespeichert wurde. Und wenn du möchtest, klickst du einfach hier auf den Button und lädst es auf deinen Computer herunter. Dann sagt er Folgendes. Im Editor kannst du Wörter oder Sätze korrigieren, neue Abschnitte hinzufügen, unerwünschte Teile löschen, sowie Schriftart, Größe und Ausrichtung ändern. Es ist also wirklich ein komplettes Werkzeug, mit dem du deine PDF-Datei bearbeiten kannst. Jetzt zum letzten Adobe Connector, dem Adobe Express. Ich habe bereits gefragt, Adobe Express, hilf mir, eine Weihnachtskarte für die Mitarbeiter von OnTheUclico zu erstellen. Ich sende die Anfrage jetzt ab. Schau mal, er hat die App schon geöffnet und mir hier ein paar Optionen angezeigt. Ich wähle die erste aus. Dann zeigt er mir, was möglich ist. Weihnachtsnachricht hinzufügen, Farben der Marke anpassen. Das Bild durch etwas Technologisches, Weihnachtliches oder Kanalbezogenes ersetzen und eine animierte Version für den digitalen Versand an Mitarbeitende erstellen. Ich sage, dass ich eine Weihnachtsnachricht für die Mitarbeitenden des Kanals hinzufügen möchte. Ich sende die Anfrage ab. Es wurde bereits Frohe Weihnachten und eine Nachricht eingefügt.
Hier sagt er, dass ich das Dokument direkt öffnen kann, um Farben, Schriftarten oder Position zu ändern. Er gibt mir einen Link, über den ich mein Dokument weiter bearbeiten kann. Ich klicke darauf und Adobe Express öffnet sich in meinem kostenlosen Konto. Und hier kann ich weiter meine Karte bearbeiten. Ich kann zum Beispiel das Bild austauschen. Wir danken in der Nachricht herzlich für das Engagement, den Einsatz und die Professionalität jedes Einzelnen in diesem Jahr. Auch das kann ich bearbeiten. Er hat mir die Online-Version von Adobe Express geöffnet, damit ich meine Weihnachtskarte weiter bearbeiten kann. Das ist eine interessante Funktion. Warum? Ich kann den Connector hier im Chat-EPT benutzen, um mit meinem Entwurf zu beginnen, meine Ideen festzuhalten, was ich erstellen möchte, welcher Designtyp es sein soll. Ich mache die grundlegenden Bearbeitungen und wenn ich denke, dass es nötig ist, muss ich einfach auf den Link klicken, den er mir selbst zur Verfügung stellt. Hier öffnet sich Adobe Express Online, damit ich direkt weiterarbeiten kann. Nach Fertigstellung klicke ich einfach auf Download und lade die Datei auf meinen Computer. Das spart also eine Menge Zeit, weil ich mein Design erstellen kann, ohne den Chat-EPT zu verlassen. Und wenn ich denke, dass noch etwas fehlt oder ich meine Bearbeitung verbessern muss, dann öffne ich es hier in Adobe Express Online und bearbeite es so weiter, wie ich möchte. Und dann kann ich es herunterladen oder mit wem auch immer teilen. Also Leute, schaut mal, prüft, ob diese Konnektoren schon in eurem Konto erscheinen. Wenn ja, probiert es aus, denn es ist kostenlos, du zahlst nichts. Und komm dann zurück in die Kommentare und sag mir, wie du es findest, die Adobe Apps im Chat-EPT zu haben. Und, hat dir diese Integration gefallen? Meinst du, das ist nützlich und kann man es im Alltag verwenden? Schreib mir in die Kommentare, okay? Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, 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 tschüss.